Herzlich willkommen, guten Morgen an diesem sonnigen Tag. Ich freue mich, dass ich heute Jeff Allen von VisionWorks for Life im Gespräch hier bei mir habe und danke schon mal vorab an Nirvana für die Übersetzung. So a very warm welcome on this beautiful day. I'm very happy to welcome Jeff Allen here from VisionWorks for Life. And I would also like to thank Nirvana for translating. Jeff, wir hatten im letzten Jahr Corona-bedingt schon einige Online-Workshops. So in the past year, Jeff, we've already had a few online workshops due to the Corona pandemic. Und sie hatten alle mehr oder weniger die Ausrichtung auf das Thema Liebe und so die Energie von, wir lassen uns nicht unterkriegen, wir bleiben dran. And mostly they were focusing on the subject of love and on that we won't give up, we'll continue. Und nach dem Workshop jetzt im Februar, welchen wir zusammen mit dir und Sue hatten, sind wir zu dem Titel für den nächsten Workshop, jetzt im Mai, 7. bis 9. Mai, Gnade und Wunder gekommen. And after the last online workshop in February that you and Sue were giving together, we came up with this title for the coming workshop from the 7th to the 9th of May, which is Love and Miracles. Die Stimmung hier bei uns in Deutschland zumindest ist im Moment ein Gefühl von, in meinem Umfeld zumindest, Zerrissenheit, Trauer, Müdigkeit. Und die Frage ist so, wie geht es in einem Workshop mit solchen Gefühlen reinzukommen? Und Gnade und Wunder, wie geht das? Was ist der nächste Schritt? So at the moment here in Germany, the mood is very much governed by feelings like inner conflict, grief, tiredness. And when we think about that, how does it work with an online workshop? People coming with all these emotions, how can we reach love and or miracles? I think how we reach love and miracles is we sort of clean out anything that's not like that out of the way, which is all the bad feelings and kind of dysfunction and things like that. Also ich glaube, wie wir Liebe und Wunder erreichen können, ist, indem wir alles andere ausräumen, aus dem Weg räumen, was das nicht ist, das Negative aus dem Weg räumen. Because love is who we really are. I mean, you don't need to do love. We are love. You are love. Denn Liebe ist ja das, was wir wirklich sind. Wir müssen das nicht tun, sondern du bist die Liebe. So it's really, seminars just about coming back to yourself and, feeling the negative feelings or doing the healing or, in the many different ways you can transform. Und bei dem Seminar geht es wirklich einfach darum, dass du zu dir selbst zurückkehrst und die negativen Gefühle fühlst und auf die vielen verschiedenen Weisen, die es dabei gibt, diese Gefühle transformierst. So if you want to, there's nothing you can't transform in an online seminar that's the same as when you're present, when you're in a regular seminar like we used to have. So, either way, it'll work if the willingness is there. Wenn du also bereit bist, wenn du es wirklich willst, dann gibt es kein Gefühl, dass du während eines Online-Seminars nicht genauso umwandeln, transformieren könntest, wie in den Seminaren, wie wir sie gewohnt waren, wo wir wirklich persönlich miteinander sind. In fact, I think there's some people that actually prefer, Zoom online seminar to, driving hundreds of miles and staying in another hotel and whatever. But I think there's pros and cons to both sides. But the outcome can be what you set your intention for it to be. Und in der Tat gibt es, glaube ich, inzwischen einige, die es vorziehen, ein Zoom-Seminar zu haben, anstatt hunderte von Kilometern zu fahren, dann im Hotel übernachten zu müssen und so weiter. Und ich glaube, dass das Ergebnis genau das sein kann, was du haben möchtest, was du dir als Absicht setzt. Ja, das stimmt. Also ich war selber sehr überrascht, wie das mit den Online-Seminaren funktioniert und wie diese Energie wirklich spürbar ist. That's true. I myself was surprised really how well it works with the online seminars and how easy it is to feel the energy.
Ich würde gerne noch mal was zu der Stimmung des Augenblicks sagen. Also in meiner Wahrnehmung ist auch eine unglaubliche Zerrissenheit zu fühlen in den Menschen. So I'd like to talk a little bit more about how a lot of people feel at the moment. And the way I perceive it, there is a lot of inner conflict going on. Das Gefühl Verlust von Freiheit und die Angst vor dem Unbekannten. And there is a sense of the loss of our freedom, and there's also fear of the unknown. Und dann auch noch ein Online-Workshop. And on top of that, an online seminar. Welches unbekannt ist und doch Tiefe verspricht und Gnade und Wunder. Was sagst du dazu? That is still a bit of an unknown factor for some, and it's also promising to go into depths, and then it's about love and miracles. What would you say for those people or to those people? Yeah, it's a difficult time. You know, it's a time of great change for the whole world. I mean, it's not, some people are in lockdown, some people are coming out, other, you know, and when you think about what's going on in India today and Brazil and things like that, this is a horrendous time. Also es ist wirklich eine Zeit von großer Veränderung und auch eine sehr schreckliche und schwierige Zeit für viele Menschen, wenn man nur daran denkt, was gerade in Indien vor sich geht oder auch in Brasilien. And much of it has been because we've been in so much denial about really dealing with issues. And, you know, we've had relatively poor leadership or governance. And all that stuff is coming to the surface now. Und ein großer Teil davon ist darauf zurückzuführen, dass wir die Situation so stark verleugnet haben und dass auch unsere Führungspersonen nicht wirklich regiert haben, wenn man so sagen will. Und vieles davon beginnt jetzt an die Oberfläche zu kommen. And on one level it has to, because, you know, we haven't been sustainable. We need to find a new way of living, of being together. That's what we're all being invited to do now, is to really step forward. Und in gewisser Weise muss das natürlich passieren, denn das Leben, wie wir es geführt haben, ist nicht nachhaltig gewesen. Und um das zu erreichen, also um eine Lebensweise zu finden, wie wir miteinander nachhaltig leben können, muss jeder sich verändern und ist aufgerufen dazu. And it's true, we've tried to build this sort of really safe, predictable world that keeps us comfortable. But that's not the nature of this world. That's unnatural. Und es stimmt, dass wir versucht haben, diese wirklich sichere, komfortable Welt für uns aufzubauen, die uns schützt sozusagen. Aber das ist eben nicht die Natur des Lebens oder die Natur der Welt, dass es uns bequem und einfach nur ständig gut gehen soll. What makes us safe, what makes us happy is our connection to other people, our knowing ourselves and knowing other people, and ending all the separation, not building all these structures for comfort and pleasure. Und das, was uns wirklich glücklich macht und auch das, was uns schützt und sicher macht, ist unsere Verbindung mit anderen Menschen, aber nicht dieses einfache materielle Bauen von allen möglichen Annehmlichkeiten, sondern die Verbindung. And many of us do need to learn, you know, the courage once again to really go out there and face the challenges in our life, because it's through overcoming our challenges that we learn, that we evolve, and that we grow. Und viele von uns müssen das wieder neu lernen, dass wir uns wirklich unseren Herausforderungen stellen in der Welt und denen begegnen, denn nur dadurch wachsen wir und reifen wir. Because, you know, we're all on this path to find a better way, to really start having love and miracles playing a larger part in our lives. Denn wir sind alle auf diesem Weg unterwegs, wo wir heilen und wo es darum geht, dass wir dahin kommen, dass Liebe und Wunder einen viel größeren Raum in unserem Leben einnehmen kann. These things need to go from just being ideas to realities. Es geht also darum, dass diese Dinge nicht nur Konzepte sind, sondern zu unserer Wirklichkeit werden. And so this is a really important time, and it's a time of great change. And once again, if we learn to change, then it'll be so much easier for us. But if we refuse, it's kind of us against the universe. And it's like, don't like those odds.
Es ist also eine wirklich wichtige Zeit, eine Zeit der Veränderung. Und wir können uns da nur vorwärts bewegen, indem wir uns verändern. Wenn wir bereitwillig dazu sind, dann wird es gut gehen. Aber wenn wir uns weigern, dann entsteht so eine Situation, wir gegen das Universum. Und da sehen unsere Chancen nicht gut aus. So we're all being called to change and learn how to become good at change. That's what, these seminars are, whether online or offline. It doesn't matter. This is the time of change. Wir sind also alle dazu aufgerufen, uns zu verändern und gut darin zu werden. Und bei diesen Seminaren geht es genau darum, ob es jetzt online ist oder live, dass wir lernen, uns zu verändern. And we're going to go one way or the other, dancing or kicking and screaming. Und wir können uns nicht dagegen wehren, dass wir in diese Richtung gehen, ob wir das jetzt tanzen tun oder ob wir uns mit Händen und Füßen dagegen wehren. And the choice is ours. Wir haben die Wahl. Ja, und was so schön ist, in meinen Fragen habe ich immer Gnade und Wunder angesprochen und Nirvana hat Liebe übersetzt und nicht das Wort Gnade sozusagen bei uns. Und das finde ich so wunderbar, weil das ist ja das, worum es geht. Es geht um die Liebe und um die Freundschaft und um die Leichtigkeit der Veränderung, wenn wir das miteinander teilen. And it's really interesting while we're talking just now, I was always mentioning grace and miracles, and Nirvana kept translating love and miracles. And that's really fascinating because, of course, the grace is the love and it's what we share with each other. Yeah, and it is when you get into that state of grace that, that is so achievable. It's like, love is the medium, but that state of grace is the energy, is what you're in. And so often in our histories, when you learn about people being swept away by grace, it's usually at a time of great change, of great uncertainty. You very seldom hear of people sitting in their office counting their money getting swept away by grace, but there you go. Also bei diesem Zustand der Gnade, da ist natürlich die Liebe das Medium dazu sozusagen und das, wie wir das erleben. Und in meiner Erfahrung entsteht das oft in Zeiten großer Veränderungen, großer Herausforderungen. Und es gibt eigentlich wenig Menschen, die von einem Zustand der Gnade überwältigt wurden, während sie in ihrem Büro saßen. Also es hat einfach mit dieser Zeit der Veränderung auch zu tun. Wunderbar. Ich danke dir sehr, Jeff, und ich danke dir, Nirvana. Und ich freue mich auf unseren Workshop 7. bis 9. Mai online. Wonderful, Jeff. Thank you so much. And thank you, Nirvana. And I'm looking forward to our workshop, which will be from the 7th to the 9th of May. Thank you, and me too. See you there. Danke dir, danke euch und mir auch. Bis dann. Bye. Thank you. Bye-bye.